Ich habe mich in den letzten Wochen durch etliche Sonnensticks getestet, damit ihr wisst, welche davon ihr Geld wert sind. Was sind Sonnensticks überhaupt? Bei Sonnensticks handelt es sich in den meisten Fällen um wasserfreie bzw. wasserarme Sonnenschutzmittel in Stiftform. Diese gibt es sowohl in großer als auch in kleiner Form, wie das zum Beispiel bei Lippenpflegestiften der Fall ist. Das Problem mit Sonnensticks. Auch Sonnensticks müssen wie andere Sonnenschutzmittel auch in einer entsprechenden Menge aufgetragen werden, um den deklarierten Schutz zu erhalten. Denn Sonnensticks werden wie Sonnencremes mittels einer standardisierten Methode getestet, bei der 2 Milligramm des Produkts je Quadratzentimeter Haut aufgetragen wird und danach wird die Schutzleistung bestimmt. Das heißt, man muss auch theoretisch circa 1 Gramm von dem Sonnenstick im Gesicht auftragen, um den deklarierten Schutz zu erhalten. Diese Menge ist für mich persönlich kaum zu schaffen, weil die meisten Sonnensticks, auch diejenigen, die ich getestet habe, sich sehr wachsig, schmierig bzw. extrem filmbildend auf der Haut anfühlen. Das heißt, die sind nicht sonderlich angenehm und dementsprechend reduziert das selbstverständlich auch die Schutzleistung, da man ja deutlich weniger von dem Produkt aufträgt, wenn man es als einziges Sonnenschutzmittel nutzt. Aber Sonnensticks sind doch eher ein Konzentrat, oder nicht? Das ist ein absoluter Mythos und auch fragwürdiger Marketing-Claim, den Unternehmen gerne nutzen, um ihre Produkte zu verkaufen, um ihre Produkte so zu präsentieren, als wäre es gar nicht schlimm, wenn man weniger davon benutzt. Denn wie gesagt, die meisten Sonnensticks sind relativ ölig und wachsig auf der Haut und nicht sonderlich angenehm. Aber wenn die sagen, dass ihr Sonnenstick hochkonzentriert ist, dann zeigt mir das, dass sie sich nicht sonderlich intensiv mit der Kosmetikverordnung auseinandergesetzt haben. Und ich persönlich nehme bei solchen Claims immer meine Beine in die Hand. Alright, I gotta run. Denn laut Kosmetikverordnung gibt es maximale Einsatzkonzentrationen für UV-Filter und die gibt es nicht zum Spaß. Man muss sich als Hersteller daran halten. Sprich, wenn ein Unternehmen mir sagen will, dass die höhere Konzentration an UV-Filtern benutzen und vielleicht sogar eine nicht standardisierte, international anerkannte Methode nutzen, um ihre Sonnenschutzmittel zu testen, dann frage ich mich, ob die sich überhaupt mit der Thematik der Kosmetikherstellung und den gesetzlichen Vorgaben auseinandergesetzt haben. Ich persönlich nutze Sonnensticks eher als Zusatz zu meinen Sonnencremes bzw. auf Stellen, wo mir die Sensorik nicht so extrem wichtig ist oder wo die Hautfläche einfach auch nicht so groß ist. Das heißt beispielsweise auf und hinter den Ohren, auf den Lippen und auch gerne auf meinen Handflächen. Zum Beispiel nachdem ich mich eingecremt habe und mir die Hände gewaschen habe und einfach das Gefühl habe, dass eventuell hier und da die Sonnencreme mit runtergespült wurde. Dann gehe ich sozusagen nochmal mit meinem Sonnenstick drüber, damit ich mir nicht nochmal die Hände waschen muss. Bevor ich euch meine Sonnenstick-Favoriten und Flops zeige, muss ich euch noch erklären, wie ich diese Sonnensticks getestet habe, damit ihr mein Ranking oder meinen Guide ein bisschen besser einschätzen könnt. Und zwar habe ich jeden einzelnen Sonnenstick mindestens einmal im Gesicht aufgetragen, aber nicht in der korrekten Auftragsmenge, weil das für mich einfach super unangenehm ist. Also ich habe es mit 2 Sonnensticks probiert. Da habe ich jeweils 1 Gramm des Sonnensticks versucht in meinem Gesicht aufzutragen, aber es ist halt einfach nicht sonderlich angenehm. Nichtsdestotrotz habe ich jeden einzelnen Sonnenstick genommen und 0,1 Gramm des Sonnensticks in meinem Gesicht verrieben, um die Sensorik ein kleines bisschen besser einzuschätzen. Dann habe ich auch versucht, die Geschmeidigkeit bzw. das Schmelzverhalten der Sonnensticks so ein bisschen einzuschätzen, indem ich mir meinen Handrücken so ein bisschen abgesteckt habe und dann versucht habe, so lange drüber zu swipen, bis ich 0,1 Gramm Produkt auf meiner Haut hatte. Das heißt, ich habe immer wieder so ein bisschen abgewogen, das Ganze auch immer wieder neu durchgeführt, um einen möglichst genauen Wert zu haben. Und ihr werdet dann im Ranking sehen, wie viele Swipes man eigentlich von jedem einzelnen Sonnenstick benötigt, um gerade mal 0,1 Gramm
auf die Haut zu kriegen. Wenn ich einen Sonnenstick als kinderfreundlich einstufe, dann kennzeichne ich ihn mit diesem Icon. Und hier geht es mir vor allem um die Hautverträglichkeit. Sprich, ist die Formulierung komplett parfümfrei, enthält sie keine deklarationspflichtigen Duftstoffe und wurden moderne UV-Filter in dem Produkt eingesetzt. Der Sonnenstick von Pediprotect ist für mich persönlich ein absoluter Reinfall, weil die Verpackung wirklich überhaupt nicht alltagstauglich ist. Die ist null praxisorientiert, denn die Masse von dem Sonnenstick, also dieses wachsige Stück, liegt einfach in dieser Verpackung drin. Es ist nichts festgemacht oder dergleichen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich versuche, den Sonnenstick hier irgendwie aufzutragen, rutscht mir das komplette Stück hier raus. WTF. Und das ist absolut nicht praxisorientiert und ich habe keine Ahnung, wie man so ein Produkt launchen konnte, ohne das vielleicht mal vorher ordentlich zu testen. Und ich bin nicht die Einzige, die Probleme mit dieser Verpackung hat. Ich meine, Sonnensticks sind sowieso schon schwierig zu dosieren und wenn die Verpackung nicht mal funktioniert, dann ist das absoluter Mist. Der Sundance Sonnenstick ist leider parfümiert und riecht sehr intensiv nach Vanille, aber ansonsten gibt es, was die Formulierung angeht, nicht sonderlich viel auszusetzen. Dennoch landet er eben auf dem vorletzten Platz, weil ich ihn nicht sonderlich angenehm auf der Haut finde, denn dieser Stick ist super hart, also ich habe wirklich einige Swipes benötigt, um die Fläche, die ich mir hier abgesteckt habe, zu bedecken, bis die entsprechende Menge auf meiner Haut drauf war. Und es ist einfach jedes Mal ein Gezerre mit diesem Stick. Es fühlt sich super unangenehm an. Ich habe es auch ein paar Mal im Gesicht probiert und schön ist diese mechanische Beanspruchung auf jeden Fall nicht. Und wenn der Stick von Sundance mal auf der Haut ist, dann fühlt er sich sehr, sehr wachsig und schwer an. Selbst diese geringen Mengen, die ich auf meiner Haut aufgetragen habe, waren extrem unangenehm. Der Sanozone Sonnenstick gehört meiner Meinung nach zu den besten Sonnensticks aus der Drogerie und dementsprechend auch der Baby Love Sonnenstick, denn beide teilen sich eine identische Formulierung. Und was mir an dem Stick so gut gefällt, ist einfach das Schmelzverhalten und die Geschmeidigkeit, denn man muss die Haut nicht so extrem beanspruchen, um das Produkt zu verteilen. Der Stick ist komplett parfümfrei, enthält keine deklarationspflichtigen Duftstoffe, aber er riecht ein bisschen intensiver nach Bienenwachs, weil hier halt auch Bienenwachs vorzufinden ist. Und er ist bereits in geringeren Auftragsmengen relativ wachsig, schmierig und auch so ein bisschen klebrig. Das ist bei dem La Roche-Posay Sonnenstick anders, denn der ist nicht so extrem wachsig, lässt sich auch gut verteilen, aber er fühlt sich einfach leichter auf der Haut an. Er ist nicht so schwer, nicht so extrem filmbildend und klebrig wie die 3 Sonnensticks aus der Drogerie. Aber er hinterlässt einen dezent weißen Schleier und die Formulierung ist so ein bisschen altbacken und dafür finde ich persönlich den Preis einfach viel zu hoch. Der Stick von Tokobo wurde mal eine Zeit lang extrem gehypt. Ich persönlich kann den Hype nicht hundertprozentig nachvollziehen, jetzt wo ich ihn getestet habe. Zum einen, weil er sehr stark parfümiert ist und die Parfümierung an eine Kombi aus Lakritz und Kinderhustensaft erinnert und weil ich finde, dass er krümelt. Das heißt, sobald ich versuche, mehrfach mit dem Stick über meine Haut drüber zu gehen, dann bilden sich so kleine Krümel. Ja, er ist angenehm, also er hat eine schöne Geschmeidigkeit, er lässt sich einfach auftragen, aber das Krümeln, da bin ich einfach kein großer Fan von. Ganz ähnlich ging es mir mit dem Produkt von Beauty of Joseon. Er ist wunderbar geschmeidig, er gleitet schön über die Haut und hat mehr so ein Primer-artiges Finish. Das heißt, er ist eher samtig, anstatt ölig bzw. wachsig zu sein. Nichtsdestotrotz spürt man einen Film auf der Haut, wenn man ihn in der benötigten Menge aufträgt. Aber auch dieser Stick krümelt leicht, wenn man mit ihm mehrfach über die Haut drüber streicht. Der Sonnenstick von SkinChonsa weist ein ähnliches Finish auf wie der von Beauty of Joseon. Das heißt, hier hat man nicht sonderlich viel Öligkeit, er glänzt kaum, aber erzeugt halt dieses samtig
Primer-artige Finish, nur mit dem Unterschied, dass dieser Stick nicht krümelt. Trotzdem muss ich sagen, dass ich einfach kein allzu großer Fan von diesem Finish bin, weil ich dieses Primer-artige Hautgefühl nicht sonderlich mag. Jetzt kommen wir langsam zu meinen persönlichen Favoriten und einer davon ist dieser Mineral Sunstick von Benton. Das heißt, das ist ein mineralischer Sonnenstick, der nur auf anorganischen UV-Filtern basiert, beziehungsweise ausschließlich Titandioxid enthält. Und dieser Stick ist so wunderbar geschmeidig. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich meine Haut extrem mechanisch beanspruchen muss, um das Produkt zu verteilen. Er hinterlässt logischerweise einen leichten weißen Schleier auf meiner gering pigmentierten Haut. Aber wenn euch das nicht stören sollte, dann schaut euch diesen Stick unbedingt mal an, denn der ist wirklich wunderbar geschmeidig. Er fühlt sich sehr seidig an und hinterlässt bei mir zumindest kein ölig glänzendes Finish. Der Sonnenstick von Isntree war eine Zeit lang ein absoluter Favorit von mir, bis ich die anderen Sonnenschutzsticks getestet habe. Jetzt ist er mittlerweile auf den 3. Platz gerutscht, aber das heißt nicht, dass ich ihn furchtbar finde oder sowas, sondern dass die anderen Sonnensticks einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein kleines bisschen besser sind. Der hat noch eine etwas altbackenere Formulierung im Vergleich zu meinen zweitplatzierten Sonnensticks. Nichtsdestotrotz mag ich das Finish, er ist schön geschmeidig und macht auch beim Auftrag keinerlei Probleme. Der 2. Platz meines Sonnenstick-Rankings gehört diesem hier von Roundlab, denn ich finde einfach, dass dieser Sonnenstick was Besonderes ist. Zum einen, weil hier noch genug Wasser enthalten ist, wodurch das Produkt so eine leichte Verdunstungskälte erzeugt und das finde ich irgendwie total spannend und interessant und ich finde auch, dass es einfach das Hautgefühl verbessert, weil man dadurch ein besseres Gefühl dafür hat, wo man den Sonnenstick aufgetragen hat. Außerdem ist er wunderbar geschmeidig, er lässt sich gut verteilen, er ist komplett parfümfrei und ich finde auch, dass er ein schön seidiges Finish erzeugt, ohne zu wachsig oder zu ölig oder in irgendeiner Form zu klebrig zu sein. Der Matcha Hydrating Sunstick von B-Lab ist mein persönlicher Gewinner und ich meine, ihr habt gesehen, wie viele Sonnensticks ich miteinander verglichen habe, aber dieses Produkt finde ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nur großartig, vor allem wenn man es bei einer Rabattaktion auf YesStyle bestellt. Da habe ich den Sonnenstick auch her und da habe ich ihn auch während einer Rabattaktion ergattern können. Das heißt, ich habe um die 9 € dafür bezahlt, was ich persönlich noch in Ordnung finde. Übrigens, falls ihr auf YesStyle bestellen solltet, dann nutzt doch gerne meinen Code, um on top noch ein bisschen was zu sparen. Und wenn ihr den Code verwendet, dann erhalte ich auch noch mal eine kleine Provision, die ich wiederum dafür nutzen kann, weitere Produkte zu testen. Der Sonnenstick lässt sich gut auftragen, das heißt, er bringt auch ein gutes Schmelzverhalten mit sich. Er fühlt sich nicht zu schwer, nicht zu wachsig auf der Haut an. Ja, er ist leicht ölig, aber es ist halt nicht diese wachsige und schwartige, glänzende Öligkeit, sondern man spürt einfach, dass man das Produkt aufgetragen hat. Ich habe ihn auch einmal im Gesicht benutzt und muss sagen, dass das für mich einer der angenehmsten Sonnensticks war, den ich eben auch im Gesicht testen konnte. Aber wie gesagt, ich nutze ja Sonnensticks in den meisten Fällen eher auf den Handrücken und den Ohren und so ein bisschen hinter den Ohren. Und da hat er mich absolut nicht gestört. Die Formulierung ist recht modern, das Produkt ist komplett parfümfrei. Und wie gesagt, wenn man ihn während einer Rabattaktion bei YesStyle bestellt, dann ist er auch nicht allzu kostenintensiv. Der Stick von B-Lab erzeugt übrigens auch diese leichte Verdunstungskälte wie der von Roundlab. Das war's mit meinem Sonnenstick-Ranking. Ich hoffe sehr, dass das Video euch irgendwie weitergeholfen hat und würde mich riesig freuen, wenn ihr es teilen würdet, denn wie ihr wisst, hilft das mir und meinem Kanal extrem auf die Sprünge. Schreibt auch gerne einen Kommentar, was ihr von Sonnensticks haltet und wenn ihr einen Favoriten habt, dann könnt ihr den auch selbstverständlich mit der Community teilen. Lasst mir ein Däumchen nach oben da und abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!